Ja, moin aus dem Wunderland. Wir haben die letzten Wochen und Monate immer wieder berichtet über die Atacama-Wüste. Ihr habt Landschaften gesehen, ihr habt schon Häuser gesehen, ihr habt die Brücken gesehen und wir sind aber das Wunderland. Und das Wunderland, das hat Züge, ganz viele Züge und die zeigen wir euch heute von der Atacama-Wüste. Jetzt befinden wir uns hier am Testkreis, den ihr sicherlich aus den vorigen Videos schon noch kennt. Wir hatten den schon zu Zeiten von Patagonien auch hier. Für den Atacama- und Regenwaldabschnitt mussten wir ihn allerdings etwas umbauen, weil wir in der Atacama-Wüste und im Regenwald leicht andere Spurbreiten fahren. Und zwar ist es so, wir haben hier das H0M und H0-Gleis und auch das kombinierte Gleis H0 und H0M in einem Dreischienengleis. Jetzt fragen sich vielleicht einige, warum macht das Wunderland das? Es ist ganz einfach. Wir haben uns an der Realität, an der Wirklichkeit orientiert. Und zwar in der Atacama-Wüste und auch im Regenwald ist es so, dass die einfach diese Spurbreiten fahren. Und das wollen wir natürlich hier auch so originalgetreu und so gut wie möglich im Wunderland mit übernehmen. Wir haben im ganzen Gleissystem hier natürlich ganz viele verschiedene Bauteile verbaut, sei es die ganz normalen weichen rechts-links Kreuzungen, die wir haben, oder auch im Dreischienengleis haben wir natürlich hier, da gibt es Ausfädelungen von dem H0M aus der H0-Gleis. Das haben wir natürlich auch alles hier aus der Wirklichkeit übernommen, weil wir werden nicht das Wunderland, werden wir nicht alles versuchen zu bauen und abzubilden, wie es auch in der Wirklichkeit sich darstellt. Wir haben die Möglichkeit, die Züge einzeln über das Handfahrpult zu steuern und natürlich auch, wir haben die Software entsprechend so abgebildet für den Testkreis, dass wir die Züge auch im Automatikbetrieb fahren lassen können. Das heißt, wir schauen uns an im Handfahrpult erstmal die Züge, wie bewegen sie sich, fahren sie langsam rüber, entgleisen sie, was passiert da auch bei den Kreuzungen und Ausweichungen, entgleist der zweite Wagen oder die Lok oder welches Drehgestell macht irgendwie ein bisschen Probleme. Und wenn wir diese ganzen Kinderkrankheiten rausgefunden haben, dann gehen wir über und sagen, wir gehen hier in den Automatikbetrieb. Hier haben wir natürlich die ganzen Züge eingetragen und könnten jetzt sagen, per Klick, jetzt fahrt eine Runden entsprechend und dann haben wir Dauerbetrieb und gucken uns das Ganze 4, 6, 8 Stunden an, ob die Züge sich hier auf der Anlage bewähren. Hier auch ganz schön zu sehen natürlich, wir haben hier uns einen kleinen Bahnhof gebaut, der natürlich auch in der Wirklichkeit ist, der muss programmiert werden, der muss konfiguriert werden, sodass die Züge natürlich entsprechend wissen, wo halte ich an, wo darf ich rein, nicht jeder Zug darf in jedes Gleis und haben uns hier, ihr seht das, auch farbliche Markierungen gemacht und zum Beispiel hier, diese gelbe Markierung auf dieser Seite ist die Ausweiche vom Dreischienengleis, wo das H0M-Gleis einmal ausweicht. Dann haben wir hier den inneren Kreis einmal rum. Das ist unser H0M-Kreis. Außenrum die Normalspur H0 haben wir auch abgebildet, weil wir natürlich beide Züge und beide Spuren einmal im Wunderland hier fahren wollen. Jetzt haben wir über die Gleissysteme gesprochen, die wir in Atacama und Regenwald fahren wollen. Aber das Rollmaterial fehlt noch. Wir haben das auch in den Kommentaren von euch gesehen. Da wurde sich auch schon gewünscht, dass wir mal über das Rollmaterial sprechen. Und ganz zu Recht, in der Atacama-Wüste gibt es prinzipiell nichts zu kaufen. Und das ist natürlich auch unsere Schwierigkeit bzw. die Herausforderung, die wir hier haben und uns auch genommen und angenommen haben. Wir haben uns hier für den Testkreis schon eigene Wagen konstruiert. Das ist ein Wagen mit 2 Tanks drauf, wo sie Säure oder andere Flüssigkeiten durch die Wüste fahren. Das sind natürlich was, das kann man so nicht kaufen. Gleich dazu fahren sie nicht nur diese Variante, sondern auch so eine Variante. Wir haben uns das Ganze in der Recherche angeguckt. Es gibt ganz viele verschiedene Bilder. Wir haben auch mit Trainspottern gesprochen. Wir hatten die hier zu Besuch. Die haben uns Berichte gezeigt und haben dann entsprechend von den Berichten, was man im Internet sieht, was wir gefunden haben und auch was wir gesehen haben. Dadurch haben wir natürlich ganz viel Inspiration gekriegt und haben da diese Waggons schon mal als Anfang gemacht. Wir haben hier auch schön zu sehen, noch einen Kohlewagen, der geschlossen ist. Den gibt es auch in 2 verschiedenen Varianten. Einmal mit so ein paar
Rippen hier mehr und einmal mit einem größeren Gestell. Das sind nochmal Varianten. Wir haben auch große Tankgaswagen noch da, die fahren in der Wüste mit Gas rum. Ich nehme den mal hier kurz raus aus dem Zug. Das ist einfach nur der Gastank an sich, der prinzipiell auf 2 Drehgestellen liegt, und das ist es schon, ne? Aber das ist die erste Variante, die wir uns angeschaut haben und gezeichnet haben. Da haben wir aber jetzt schon ganz schnell festgestellt, der ist von den Proportionen und von der Größe her, passt der noch nicht so ganz ins Bild. Und da haben wir jetzt angefangen zu schauen, hier in-house noch mal ein bisschen zu drucken. Und jetzt sind wir da dran, dass wir hier, ich drehe den noch mal um, dass es von der gleichen Seite zu sehen ist, dass wir den Tank einfach mal ein bisschen größer gemacht haben. Auch da haben wir dann gesagt, ja, das ist schon gut, geht in die richtige Richtung, aber wir müssen noch ein bisschen mehr haben. Und zwar hier nochmal wirklich ein krasser Unterschied zu sehen. Diese Größe ist schon genau das, was wir eigentlich brauchen, ist aber leider ein bisschen zu groß. Mit den ganzen Anbauteilen, die noch kommen und so, passt das nicht mehr ins Lichtraumprofil bei uns rein. Und wir haben auch festgestellt, er ist noch nicht lang genug. Wir haben da auch nochmal nachjustiert und sind jetzt hier bei einem Wagen gelandet, der im Volumen her des Tankes schon viel größer ist und auch in der Länge des Waggons. Das ist jetzt im Moment so ein Stand, wo wir dran noch weiter ein bisschen feilen, aber da arbeiten wir halt dran. Und da seht ihr jetzt auch so ein bisschen an der Reihe, dass wir uns so ein bisschen auch rantesten müssen, ne? Wie passt das, weil wir halt auch einfach keine Maß oder keine Zeichnung für die ganzen Sachen haben. Jetzt stellt sich natürlich noch ganz klar die Frage, fahren denn die Züge und die Waggons auch? Das wollen wir jetzt hier einmal angucken. Ich starte das Ganze einmal und dann gucken wir, ob das losgeht hier. Ja, das sieht schon sehr gut aus. Wir haben das Ganze gestartet vor 4 Tagen jetzt und fahren täglich noch Probe. Und wir sind schon wirklich begeistert, dass die von Anfang an einen wirklich, wirklich guten Job schon machen hier, die Wagen. Wir haben natürlich schon 2, 3 Kinderkrankheiten auch schon gesehen, wo vielleicht das Drehgestell nicht richtig ist oder der Druck noch ein bisschen nachgearbeitet werden muss. Die haben wir jetzt erstmal rausgenommen, damit wir hier einen Dauertest auch starten können. Und entsprechend, wir sind wirklich happy mit den ersten Ergebnissen. Damit die so gut fahren, wie sie jetzt fahren, muss natürlich auch noch die Loks, so wie sie sind, noch umgebaut werden. Und das zeigt euch jetzt Olaf in der Werkstatt. Ich habe hier jetzt auch noch ein Pärchen stehen. Und das Einzige, worin die sich unterscheiden, ist, die hier sind 4-achsig. Wir nutzen die jetzt als Idee, als Reinigungszüge, denn für diesen Anlagenabschnitt bedarf es natürlich auch noch Reinigungszügen. Das Gestell ist ein Stück kürzer. Bei den anderen, bei den 6-achsigen, ist das alles ein bisschen gestreckter, ein bisschen länger. Die Kardanwellen da drin sind länger. Ansonsten ist es genau die gleiche Technik, denn wir wollen natürlich versuchen, alles nach Möglichkeit so zu haben, dass wir uns die Teile, die wir anpassen müssen, dass wir nach Möglichkeit nur eine Art Teile anpassen müssen und nicht für 5 verschiedene Zügen 5 verschiedene Teile anpassen müssen, sondern bestenfalls nur einen Typ Achsen haben, den wir jetzt auf das Maß bringen, wie wir das brauchen, um damit dann diesen Anlagenabschnitt versorgen zu können mit neuen Zügen. So, dann machen wir hier noch auf. Hier haben wir jetzt einmal das Lokinnere. Und was man hier tatsächlich sehen kann, ist halt der Motor mit den beiden Getrieben vorne und hinten, auf die dann unsere Kraftübertragung auf die Schiene läuft. Und tatsächlich ist es, wie voran schon gesagt, der einzig große Unterschied ist einfach nur die Baulänge von diesem Rahmen, ohne diesen Deckel. So, und dann können wir jetzt einmal diese Tüte hierher nehmen. Und hier drin haben wir jetzt quasi unseren Achsenbausatz. Diese Achsen, die waren da vorher drin, wie man dann hier nochmal in diesem stehen gebliebenen Grat sehen kann, den ich jetzt recht einfach noch wegnehmen kann. Habe ich quasi diese Kunststoffhülse kürzer gedreht und
werde jetzt nach und nach diese Radscheiben da wieder aufsetzen. Aber da das von Hand immer ein bisschen schwer geht, haben wir hierfür so eine kleine Aufpresslehre, mit der ich mir die Achsen relativ einfach zusammendrücken kann. Jetzt müssen wir hier im Gehäuse auch noch mal ein paar Anpassungen vornehmen. So sehen wir hier diese Haltepins. Und von oben kommt dieser Getriebedeckel da drauf. Und dieser Deckel sorgt dafür, dass die auch nicht abfallen können, indem der quasi mit seinen Nasen hier reingeht und das dann so fixiert. Damit quasi das auch nicht nach außen weglaufen kann. Weil ansonsten hätten wir es irgendwann im Laufe der Zeit über die Bewegung, dass die sich immer so ein bisschen wegarbeiten. Wir stoßen, wenn ich diese Achse jetzt hier einsetzen möchte, hier oben an diese Kunststoffnasen, die da ein bisschen zur Führung dienen. Die müssen wir da jetzt recht unliebsam einmal rausnehmen. Dann kriegen wir nämlich diese Achse hier rein, stecken das alles hier mal so über. Und dann nimmt man diesen Getriebedeckel, setzt den da drauf und jetzt wiederholt man das Ganze noch 3-mal. Wie ihr jetzt sehen könnt, die beiden Loks sind fertig umgebaut. Die sind jetzt niedergespurt von H0 auf H0M. Wie man sehen kann, ist das auch mehr Arbeit als erwartet. Also ich habe es auch anfangs ein bisschen unterschätzt und noch etwas herzlich belächelt. Die beiden werden jetzt demnächst erstmal mit mir an den Atacama Testkreis gehen und werden dann da ihrer Funktion nachkommen, der wir sie anbedacht haben, sie als Reinigungszüge zu benutzen. Und werde dann mal schauen, zusammen mit meinen Kollegen, wie sich das dann da so schlägt, das Rollmaterial. Ob die Arbeiten, die ich da vorgenommen habe, auch so laufen. Ob das alles noch, ob das alles gut ist oder wo wir noch optimieren müssen. Denn aktuell sind wir da noch sehr am Anfang und wagen so gesprochen gerade unsere ersten Gehversuche mit diesen Umbaumaßnahmen. Sind da aber eigentlich auf einem guten Wege und sind sehr zuversichtlich, dass wir das für die Atacama auf jeden Fall gut zum Laufen bekommen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und wenn ihr noch Ideen habt, was vielleicht in der Atacama irgendwie fahren soll, irgendwelche verrückten Züge, die es da gibt, von denen wir vielleicht auch noch gar nichts wissen, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.